Ja, also wie ihr wahrscheinlich schon erkennen könnt, haben wir eben diesen Teil als Podiumsgespräch hier vorne organisiert, um hauptsächlich mit Mary Beeke über ihr neu erschienenes Buch Lehre sie zu arbeiten zu sprechen. Aber wir haben auch einige Fragen an Joel. Und ja, kurz zu Mary. Sie ist Ehefrau von Joel, die Mutter von Calvin, Esther und Lydia. Sie war als Krankenschwester und Grundschullehrerin tätig und ist Autorin von mehreren Büchern auch, die sie auch zum Teil gemeinsam mit ihrem Mann geschrieben hat. Und Robert und Corinna Kunstmann werden hier die Fragen und Antworten jeweils übersetzen. Genau. Zu Beginn, wir möchten euch beiden ganz herzlich dafür danken, dass ihr den weiten Weg nach Deutschland auf euch genommen habt, um uns hier zu dienen. Thank you for coming here to Germany to serve us and for taking up this long way to be here. Es ist ein großes Privileg für uns, von euren Erfahrungen zu lernen, die ihr in euren Büchern niedergeschrieben habt und die ihr uns auch hier auf dieser Konferenz vermittelt. It's a great privilege for us to learn from your experience, and you also documented them in your books that you wrote on this topic, and that we can learn from you. So, we come to the first question. Wir kommen zur ersten Frage. Mary, jetzt soll es um dein Buch Lehre sie zu arbeiten gehen oder auch um das Thema, wie erziehe ich Kinder zur Verantwortung. Und wir möchten auch euch ein bisschen kennenlernen. Wir sind alle sehr gespannt auf das neue Buch. Es ist pünktlich zur Konferenz erschienen, ebenso wie auch euer gemeinsames Buch, das schon vorgestellt wurde, Das Geheimnis einer glücklichen Ehe. Und die Frage ist erstmal zum Anfang, seit wie vielen Jahren seid ihr verheiratet? So, Mary, this is going to be about your book, Teach Them to Work, or about the topic, how do I teach children to be responsible? And we would like to get you to know, you both to know a little bit. And we are very excited about this new book. It was published just in time for the conference, so this book. And as well as the little book you both wrote together, How Can We Build a Godly Marriage? And the first question would be, for how long have you been married? We just celebrated 35 years together by God's grace. Wir haben kürzlich unseren 35. Hochzeitstag gefeiert, durch Gottes Gnade. Ja, ihr habt 3 Kinder und du warst Lehrerin, Mary. Sind das die Erfahrungen, die dich bei der Arbeit an diesem Buch inspiriert haben? So, you've got 3 children and you were a teacher, Mary. Are these experiences that inspired you to write this book? Yes, definitely. Ja, auf jeden Fall. But it goes further back than that. Es geht aber auch noch weiter zurück. I love to study people and try to understand what makes them think and speak like they do. Ich setze mich gern mit Leuten auseinander, denke über sie nach und wie sie so denken und handeln. And as a child, I was not a very good worker. Als Kind war ich nicht eine sehr gute Arbeiterin. So I know all the tricks that a child goes through to try to get out of work. Ich kannte all die Tricks, die man als Kind so kennt, um die Arbeit zu vermeiden. And then as a teacher and a mother, I learned more about children. Als Lehrerin und als Mutter habe ich dann mehr über Kinder gewusst oder mehr kennengelernt. Some were diligent and some were not. Einige sind sehr fleißig und manche sind es nicht. And I just started thinking about this whole topic of work from all different perspectives. Ja, und ich habe so die verschiedenen Bereiche von Arbeit mich damit befasst. And work takes up so much of our life, like most of our waking hours as an adult, so it's a big thing. Arbeit nimmt einen großen Teil unseres Lebens ein, besonders auch die Zeiten, wo wir wach sind, die Stunden, da sind wir mit Arbeit befasst. And if we don't like work, then we're in for a very miserable life. Und wenn wir Arbeit nicht mögen, dann werden wir ein sehr elendes Leben führen. So I believe that if we start young with our children and teaching them to work, then we can nurture a positive attitude in them towards work.
Wenn wir unseren Kindern früh beibringen, dass sie fleißig arbeiten, dann haben sie auch eine positive Einstellung zur Arbeit und zum Leben. And if they're going to resist work, it's better that they do it when they're young rather than when they're older. Und wenn es so ist, dass sie der Arbeit sich widersetzen, dann ist es besser, dass wir das in frühen Jahren ansprechen und daran arbeiten und eben nicht erst später. And I also noticed that in our culture there is a negative attitude to work. Es ist auch wichtig, dass wir darüber nachdenken, dass in unserer Kultur Arbeit negativ besetzt ist. And our young people are encouraged to have a sense of entitlement. They feel entitled to privileges. Okay, ja, junge Leute denken oft, sie haben bestimmte Anrechte auf Privilegien. So all these reasons went into me wanting to write this book. Und diese Gründe haben dazu geführt, dass ich das Buch geschrieben habe. Ja, danke auch für diese Eindrücke. Joel, hast du Mary dazu überredet? So thank you for these insights and impressions. Joel, did you have to persuade Mary to write this book? Well, when she gets a book inside of her, she talks to me a lot about it. And it's like it grows and grows until she's got to write it. Nun, das Buch war eigentlich in ihr da und sie hat viel drüber gesprochen, aber es musste sich noch so ein bisschen entwickeln und dann endlich dazu werden, dass sie es tatsächlich aufs Papier gebracht hat. So it's totally her creation. Es ist völlig ihr Schöpfungswerk, ihr Buch. But I'm a guy that says, if you're going to do something, go out and do it. Und ich bin aber so ein Typ Mann, der sagt, wenn du etwas vorhast, dann mach es auch. So during the COVID years, she kept talking about the book. So während dieser Corona-Zeit hat sie über dieses Buch gesprochen. But we couldn't go anywhere, we couldn't visit anybody. Aber wir konnten nirgends hingehen, niemanden besuchen. So I said, honey, now is the time to write that book. Und dann habe ich gesagt, Schatz, jetzt ist die Gelegenheit, schreib das Buch. You come over to my study. I have less than a 1-minute walk. I'm right next door to the seminary. Du kommst rüber in mein Büro. Ich bin nur 1 Minute entfernt von zu You Hause, wo das ist. sit on the table right next to me and you write that book. Und du setzt dich da an den Tisch neben mich und schreibst das Buch. And she showed submission to her husband. Und sie hat sich ihrem Ehemann gefügt und hat das gemacht. So every night we went over, sometimes during the day too, she'd come over, she'd sit at the table and write the book while I was writing my books, and we hardly talked to each other the whole time. She just kept writing. And she wrote this whole book in 9 months? 9 months, which is, her first book took 7 years. Also sie saß da und wir saßen oft abends da, manchmal auch während des Tages und sie hat geschrieben, wir haben fast nicht miteinander gesprochen, weil sie hat geschrieben und das Kind wurde nach 9 Monaten geboren, dann war das Buch da, das erste Buch hat 7 Jahre gedauert, dieses hat 9 Monate gebraucht. So I was just a cheerleader. Und ich hab sie nur ermutigt und ihr Mut zugesprochen. It's all true. Stimmt alles. Mary, 18 Jahre Erziehung sind eine lange Zeit und wenn man mehrere Kinder hat, kann diese Erziehungszeit auch mal länger dauern. Was ist das höhere Ziel dieser Aufgabe? Warum sollten wir so viel Energie da hinein investieren? So Mary, 18 years of parenting is a very long time, and sometimes if you have more children, it even takes longer than just 18 years. What is the ultimate goal of this task, or the overarching goal? Why should we invest so much energy in it? Well, the first goal is just to keep the kids alive. Das erste Ziel ist, dass wir die Kinder am Leben erhalten. And after that is to glorify God in all that we do. Und danach kommt es, dass wir Gott verherrlichen in all dem, was wir tun. So we can only really do that if we're saved. So bringing the gospel to our children is the next priority.
Dies all können wir nur tun, wenn wir errettet sind. Und es ist alles durch Gottes Gnade, dass wir es dann auch tun. And since the whole Bible is summarized by loving God above all and our neighbor as ourselves, that's what we try to teach our children. Die Bibel schreibt darüber, wie wir Gott vor allen Dingen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das ist, was wir unseren Kindern auch beibringen wollen. And then much of life is practical. Viel ist in unserem Leben sind einfach praktische Dinge. So we've got basically 18 years to prepare them for adult life. Wir haben 18 Jahre, um sie auf das Erwachsenenleben vorzubereiten. Our goal is to have them be able to take care of themselves and their family. Wir wollen dafür sorgen, dass sie bereit dazu werden, für sich und für ihre Familie zu sorgen. And to use their God-given talents for themselves and for others. Und dass sie ihre Gaben für sich und für andere einsetzen. And to make a positive impact on those around them. Und dass sie einen positiven Einfluss auf die anderen um sich herum haben. So we can't just start when they're 17 or 18 to prepare them for adult life. It has to be a gradual thing from youth on up to adult life. Also wir können da nicht erst mit beginnen, wenn sie 17 oder 18 sind. Wir müssen da früher mit beginnen, wenn sie kleiner sind und durch ihr Jugend und Leben hindurch. So that's why we start young and we have the goal for when they're older that they'll be able to handle life. Und wir starten, wenn sie klein sind, wir fangen früh an und wir setzen es fort, bis sie alt genug sind. And we also pour so much energy into this because it's God's mandate. It's His creation mandate. Und wir setzen so viel Energie und Einsatz da rein, weil es ja Gottes Gebot ist, Gottes Schöpfungsauftrag für uns. We're called to subdue the earth and to be fruitful and multiply. Wir sollen die Erde uns unterwerfen, sollen fruchtbar sein und uns vermehren. So that's just God's plan for the human race. Das ist einfach Gottes Plan für uns Menschen. It's how the world goes round. Das ist, wie die Welt funktioniert. It's His plan for society to have families. Es ist sein Plan für die Gesellschaft, so wie die Gesellschaft dann auch funktioniert. It's His economic plan. Es ist sein wirtschaftlicher, ökonomischer Plan für alles. So we eat and drink and we work. Wir essen und trinken und wir arbeiten. And we sleep and we worship. Wir schlafen und wir beten Gott an. For however many years the Lord gives us. So lange, wie Gott uns die Jahre gibt. And whatsoever we do it with all our might. Und das, was wir tun, das tun wir mit all unserer Kraft. Ja, du hast es jetzt auch schon erwähnt, in deinem Buch geht es um das Arbeiten, wie der Titel auch schon sagt. Du nennst als Ziel, dass wir unsere Kinder dahingehend erziehen sollten, dass sie eines Tages gute Arbeitnehmer sind und vor allem, dass sie einen gottesfürchtigen und rechtschaffenen Lebenswandel führen. Was ist Arbeit gemäß der Heiligen Schrift und warum ist es so schwer, Kinder das Arbeiten zu lehren oder sie zur Arbeit zu bewegen? You already mentioned that your book is about work, and you state that as a goal that we should raise our children to be good workers or employees one day, most importantly to live godly and righteous lives. So what is work according to Scripture, and why is it so hard to teach children to work or to get them to work? Yeah, work is our calling. It's what God asks and commands us to do. Arbeit ist unsere Berufung. Dazu hat das gebietet Gott uns. In the commandment that we're supposed to work 6 days a week and rest one to worship Him. Ja, das Gebot sagt, wir sollen 6 Tage arbeiten und einen Tag ruhen und ihn anbeten. As parents, we're supposed to train up our children in the way that they should go. Ja, wir sollen, in den Sprüchen heißt es, wir sollen die Kinder so aufziehen in dem Weg, in den sie gehen sollen. So that means for all of us and all our children that we honor and glorify God. Damit wir und unsere Kinder Gott verherrlichen und ehren. But also specifically, we train up each child according to their talents in the way that they should go. Aber wir erziehen auch jedes Kind einzeln nach seinen Talenten und Gaben auf. So work is technically meaningful physical or mental activity. Also Arbeit ist Arbeit kann sowohl geistige Arbeit sein, aber auch körperliche Arbeit, aber es ist eine Aktivität, die wir tun. And work is good.
Arbeit ist gut. Adam and Eve worked before they fell into sin. Adam und Eva, sie haben gearbeitet, bevor sie schon in Sünde gefallen sind. So when they fell, of course, then came the thorns and the sweat and the toil. Als sie dann in Sünde gefallen sind, dann kamen die Dornen und der Schweiß und die Mühe. So work can be miserable, and kids also know that too. Arbeit kann hart sein und das wissen auch schon Kinder. And the reason it's hard to get some kids to work is that they're sinners. Warum manche Kinder schwer zum Arbeiten zu erziehen sind, ist, dass sie einfach Sünder sind. They might start out thinking it's fun, and that's great. Manche denken vielleicht, es macht Spaß, But at some point they realize that work can be somewhat tedious. aber sie merken dann auch mit der Zeit, es ist mühevoll und es ist anstrengend. But the good thing is that God has redeemed work. Aber die gute Botschaft ist, dass Gott die Arbeit auch erlöst hat. It can actually be enjoyable. Wir können uns freuen an der Arbeit. We can have a sense of accomplishment for a job well done. Wir können einen Sinn von Zufriedenheit haben, wenn wir es dann vollendet haben. We enjoy using our skills. Wir freuen uns daran, dass wir unsere Gaben, unsere Fähigkeiten benutzen. And so that's why it's good to persevere with our children. Und das ist auch gut, dass wir dann da dranbleiben bei unseren Kindern, damit sie das erleben. Even when they resist, we have to persevere Auch wenn sie Widerstand leisten, dann sollen wir durchhalten. and weed out those bad habits when they're young. Ja, wir kennen schlechte Gewohnheiten, wenn sie jung sind. And all the while requiring them to work in age-appropriate ways. Und wir versuchen sie zum Arbeiten anzuleiten, wie es ihrem Alter entsprechend passt. Warum sollten wir schon die kleinen Kinder mit Arbeit konfrontieren? Wäre es nicht gut, sie einfach spielen zu lassen, wenn es ohnehin schneller geht, die Hausarbeit selbst zu erledigen und sie vielleicht erst einzuspannen, wenn sie älter sind, 5 oder 6 Jahre alt? Why should we confront young children with work? Wouldn't it be easier to just let them play? It's anyhow quicker to do the housework yourself anyhow on the course and not to get them involved until they are maybe 5 or 6 years old. I do think play is very, very important. Ich denke, Spielen ist sehr, sehr wichtig. In fact, play is sort of like children's work. Spielen ist in einem gewissen Sinne ihre Arbeit. They learn about the world around them. Sie lernen so die Welt um sich herum kennen. But if our goal is to have them be able to take care of themselves as adults, then we have to start young. Aber wenn wir sie auch dazu erziehen wollen, dass sie Verantwortung für die Welt übernehmen sollen, dann wollen wir auch früh damit beginnen, ihnen das beizubringen. And one reason is so that they understand that work is just a part of life, and that's good. Und sie sollen einfach verstehen, dass Arbeit zum Leben dazugehört. Das ist einfach so. And another reason is if they can do something at a young age, why not have them do it instead of mom or dad doing it for them? Und ein weiterer Grund ist, wenn sie es auch schon früh tun können, warum sollten dann immer die Eltern es für sie tun? So I think it's good to have a discussion between husband and wife to decide what work to require of the children. Es ist dann gut, wenn wir als Ehepartner, Mann und Frau, darüber reden, was können wir unsere Kinder auch schon mitarbeiten lassen. I have a little chart from an organization in the U.S. that gives ideas for chores for children at different ages. Sie hat eine Liste vor Augen, die es auf Englisch gibt, die ist auch in dem Buch hinten drin dort, wo für jedes Alter entsprechend auch verschiedene Aufgaben stehen. Also kauft euch das Buch, dann findet ihr auch diese Liste und wisst, was eure Kinder zu welchem Alter schon machen können. I believe it's in the back of the book, and I have a copy if anybody wants to take a picture afterward. Ja, es ist in dem Buch zu finden. Also, little children are excited to work like mommy and daddy do. Kleinen Kindern macht es eigentlich auch Spaß, so zu arbeiten, wie Mama und Papa es tun. And they often have an independent streak, like, I want to do that myself. Und wir hatten oft kleine Kinder, die gesagt haben, ja, das will ich auch machen, so wie du. And those are good things to encourage in them.
Und das sind gute Sachen. Wir sollten unsere Kinder darin ermutigen. Of course, if you're late for church on Sunday morning, then you should probably dress them and feed them so that, because otherwise it's going to take them way too much time. Am Sonntag sollten wir vielleicht schauen, dass wir dann den Kindern helfen beim Anziehen, damit es nicht zu lange Zeit einnimmt und damit wir rechtzeitig zum Gottesdienst sind. But if we do everything for them, then we become their servant. Aber wenn wir alles für sie tun, dann werden wir ihre Diener. And they might not even be able to say the word servant, but they know that mommy is their servant. Sie können vielleicht noch nicht mal das Wort Diener oder Knecht oder Helfer sagen, aber sie wissen genau, Mama ist mein Diener. So that's why you want to encourage them to be independent. Und ja, deswegen sollten wir ihnen das anders beibringen. Ja, also das kann ich auch selbst von meinem Kind bezeugen, dass sie schon gerne selber mithelfen möchte, obwohl sie erst 1,5 Jahre ist. So Kleinigkeiten kann sie schon tun, aber ja, sie lernt. I can witness this from my own child. She's just 1.5 years old, but she also already tries to imitate the parents and to help a little bit with. Ja, Kinder sind auch sehr erfinderisch, wenn es darum geht, der Arbeit auszuweichen, gerade wenn sie älter werden. Welchen Rat hast du für Eltern, die damit konfrontiert sind? So children are very clever and have lots of ideas how to avoid work. What advice do you have for parents who are faced with this, especially when children grow up and get older? Be one step ahead of them. Ein Schritt voraus. Ja. Sei immer einen Schritt voraus. And you have to be more clever and inventive than they are. Du musst einfach cleverer und schlauer sein als dein Kind. But always keep the end goal in mind. Behalte immer das Ziel am Ende im Auge. And stay calm but firm. Bleib ruhig, aber fest. And keep examining their hearts by what you see them doing. Und versuche nah an ihrem Herz auch zu bleiben bei dem, was sie tun. There are certain things you just cannot allow. Es gibt bestimmte Dinge, die kannst du einfach nicht erlauben. Disobedience Ungehorsam or defiance oder Widerspruch, or manipulation Manipulation, or dishonesty Unehrlichkeit, or sneakiness so Heimlichtuerei or circular arguments. oder dass das Kind einfach nur mit dir rumdiskutiert. I remember one of our children would give a reason for one thing, and she would have me dizzy with her circular arguments. Ich erinnere mich an eine meiner Töchter und sie hatte immer wieder ein weiteres Argument und mein Kopf wurde schon ganz durcheinander von all dem, was sie immer zu widersetzen hatte. If they're whining or trying to wiggle out of work, we cannot reward them by giving them less work and letting them be successful in that. Und wenn sie so weinerlich sind und immer versuchen, sich aus der Arbeit rauszumogeln, dann That's it. dann kann man einfach nicht, also dann sollen wir nicht die Arbeit für sie übernehmen, sondern sie sollen das lernen, sie zu tun. Danke. Wie können wir unsere Kinder motivieren zu arbeiten? Wie können wir sie vielleicht auch lehren, sich selbst zu disziplinieren, sodass sie irgendwann die Disziplinierung der Eltern nicht mehr nötig haben? So, thank you for the answer so far, but how can we positively motivate our children to work? And how can we maybe even teach them to be disciplined so that they, in the long run, don't need to be disciplined by the parents? Well, there's 4 words that I use to summarize my book. Ich habe 4 Begriffe gewählt, um mein Buch zusammenzufassen. And the first one is entreaty, Und prayer. das erste ist Gebet. Tritt im Gebet für sie ein. You can't do this without depending on God. Du kannst all dies nicht tun, ohne auf Gott zu vertrauen. And the second one is an example, so be diligent yourself. Und das zweite ist ein Vorbild. Sei selber fleißig. And show a positive attitude towards work. Und zeige eine positive Haltung zur Arbeit. Not the thank God it's Friday mentality that you live for the weekend and live for relaxation. Dass du nicht nur fürs Wochenende lebst und sagst, danke, jetzt ist endlich Freitag und nur für die Erholung lebst. But thank God it's Monday, you get to go to work.
sondern danke Gott dafür, dass Montag ist und dass du wieder arbeiten darfst. And having a happy, positive attitude towards work. Und dass du eine frohe, zuversichtliche, positive Einstellung zur Arbeit hast. And part of that being an example is to work with them as they're learning a task. Ein Teil dessen ist auch, dass du mit ihnen bist, wenn sie versuchen, ihre Aufgaben zu erfüllen, wenn du sie ihnen beibringst. So the fourth E to motivate the children is to expect them to work. Das dritte ist dann, dass du erwartest von ihnen, dass sie arbeiten. Don't say, "Oh, Johnny, do you think you might like to unload the dishwasher today?" Sag nicht, ach, kleiner Johnny, könntest du heute doch den Geschirrspüler ausräumen? And Johnny says, "No, not today." Johnny sagt dann, nö, heute nicht. No, instead you say, "Okay, Johnny, unload the dishwasher." Du sagst stattdessen zu Johnny, du räumst jetzt den Geschirrspüler aus. And if they resist, he still has to do it. Und auch wenn er sich widersetzt und es nicht möchte, er muss es immer noch tun. And they will resist, some of them. Und manche von ihnen werden sich widersetzen und es nicht tun wollen. But just have that expectation that they will do the work. Aber erwarte von ihnen, dass sie die Arbeit tun. And then the fourth E is enjoy. Enjoy the work together and as a family. Und der vierte Punkt ist, freue dich an der Arbeit. Und das sie auch als Familie zusammen zu tun. Sometimes if the task itself is not enjoyable, then when it's done, it's really enjoyable. Manchmal macht die Arbeit nicht wirklich Spaß, aber wenn man sie dann zu Ende gebracht hat, dann freut man sich daran, dass man es geschafft hat. And show gratitude and appreciation for your children. Tell them that's a job well done. Und sage zu deinen Kindern, dass du dankbar bist und lobe sie und freue dich mit ihnen daran, was sie geschafft haben. And then the whole discipline thing about turning parental discipline into self-discipline. Und in dieser Sache, dass wir Disziplin oder Züchtigung darin hinbringen, dass das Kind zu einer Selbstdisziplin kommt. Just expect it to take many years. Erwarte, dass es doch einige Jahre dauern wird. And it comes through work and through practice. Es kommt einfach mit der Zeit, dadurch, dass man es durcharbeitet und dass es einfach durch die Gewohnheiten, dass man arbeitet. Because young children think in concrete terms, not abstractly. Kinder denken ganz konkret, sie denken nicht abstrakt. And you can talk about these things when they can understand it. Und du kannst mit ihnen darüber reden, wenn sie es verstehen. But it does take a lot of time. Aber das dauert einige Zeit. And recognize it when it starts to happen. When they are acting responsibly, then acknowledge that. Und versuche es mitzubekommen, wenn sie verantwortlich arbeiten, dann versuche mit ihnen dran zu arbeiten. And give them more responsibility as a reward. Und gib ihnen dann als Belohnung auch noch mehr Verantwortung. But have reasonable expectations for them and in your own mind. Aber habe in deinem Kopf sinnvolle, vernünftige Erwartungen. But all the while encouraging them to be improving and living on the growing edge. Und ermutige sie darin, dass sie immer weiter Fortschritte machen. So as little children, don't expect them to do the job perfectly. Wenn sie klein sind, erwarte nicht, dass sie es perfekt und vollkommen tun. But do expect effort and improvement. Aber erwarte von ihnen, dass sie sich Mühe geben und dass es immer ein bisschen besser wird. Ja, im 3. Kapitel deines Buches sprichst du ähnliche Begriffe an, die Worte Liebe, Ermutigung, Erwartung und Vorbild. Was bedeuten sie für dich bei der Erziehung? In the 3rd chapter of your book, you mention the words love, encouragement, expectation, and example. What do they mean for you in parenting? Okay, love is, we love our children, but there are moments in parenting that we don't always like them so much. Liebe, wir lieben unsere Kinder immer, aber manchmal gibt es auch Momente, wenn wir Eltern sind, dass wir sie nicht so gerne mögen. Parenting is hard work. Elternsein ist harte Arbeit. And there are many moments of frustration. Many moments of frustration. Es gibt viele Momente, in denen wir frustriert sein werden. But love them always and no matter what. Liebe sie immer, egal was passiert, egal was ist. Even if you have to step aside into a room and pray, Lord, help me to love my children.
Und du kannst auch einmal in einen eigenen Raum auf die Seite gehen und beten zum Herrn, dass er doch schenkt, dass du deine Kinder lieben kannst. And give them lots of affection, hugs and kisses. Und ja, gib ihnen ganz viel Liebe, umarme sie und küsse sie und sei ganz nah mit ihnen. But sometimes love can mean tough love. Aber manchmal ist Liebe auch eine harte Liebe. And love also means doing what's best for the children. Liebe meint immer auch, dass wir das Beste für unsere Kinder tun. So because they're sinners, we have to discipline them. Weil sie Sünder sind, müssen wir auch sie bestrafen. And my husband's book, Parenting by God's Promises, is that in German or not? Or, okay. Well, if you can read English, read it. Es gibt ein englisches Buch von Joel, Parenting, Elternsein aufgrund der Verheißung Gottes. Das empfehlen wir euch auf Englisch zu lesen. So don't forget discipline, but also be encouraging when you're exercising discipline. Also vergiss nicht, du musst sie auch mal bestrafen, aber sei immer auch ermutigend, wenn du sie bestrafen musst. We have a man in our church who sometimes in his teen years he was misbehaving. A man in our church. Okay, wir hatten einen Mann in der Gemeinde, der in den Teenagerjahren sich oft schlecht verhalten hat, schlecht benommen hat. And his mom would say, I know you can do better. Und seine Mutter hatte so eine Haltung, dass sie immer dachte, ich weiß, du kannst es besser tun. She expressed disappointment, but she also encouraged him to operate at a higher level. Sie drückte aus, dass sie auch enttäuscht war oder entmutigt war, aber dass sie auch immer wusste, du kannst das besser machen. And the expectation and example, I already covered that. Ja, ich habe schon über die Erwartung und das Vorbild gesprochen, das wir sein sollen. Joel, wie verbindest du Familienleben, Erziehung und Dienst, beziehungsweise wie hast du es verbunden, als Erziehung noch ein größerer Bestandteil deines Lebens war? Hat das eure Kinder geprägt? So Joel, how do you combine family life, parenting and ministry? Or better said, how did you combine it when parenting still was a bigger part of your life? Did that shape or how did it shape your children? Yeah. I was involved in a very challenging situation in which for many years I was the only minister of 1,000 people, and I was leading a seminary and a book ministry. So I just did the best I could, and we always did have time together around supper time, and afterwards was family worship. We tried to play with the children for an hour or so. But when I look back, I wish that somehow I had had more time. Ich hatte eine sehr herausfordernde Phase in meinem Leben. Da war ich Pastor in einer Gemeinde von über 1000 Leuten, war gleichzeitig Rektor in einer theologischen Ausbildungsstätte, hatte noch einen Buchverlag geleitet. Und ja, ich hatte versucht, natürlich auch der Familie zu dienen. Wir hatten immer Familienandacht gemeinsam, aber im Rückblick hätte ich gerne durchaus viel mehr Zeit mit meinen Kindern verbracht. I did promise my wife that when our children reached teen years, if we ever saw any rebellion in them, I would cut out a large chunk of my ministry and would stop doing conferences and stop preaching other places. And by God's grace, God was very merciful to us. So I never had to do that. So we're very grateful for that. Nun, ich habe meiner Frau versprochen, dass wenn wir feststellen, wenn unsere Kinder ins Teenage-Alter kommen, dass sie sehr rebelliös sind und sich auflehnen, dass ich dann einen großen Teil meines Dienstes zurücknehmen werde und vor allen Dingen dann nicht mehr auf Konferenzen sprechen würde und mir noch mehr Zeit nehmen würde für die Familie zu Hause. Aber Gott war sehr barmherzig mit uns. So God's grace is amazing. And sometimes now with our children out of the home, we sit in our living room chairs and we look at each other and we say, I think God had our children turn out better than we raised them. I mean, that's just amazing grace.
Und Gottes Gnade ist wunderbar. Manchmal ist es so, dass wir jetzt im Wohnzimmer sitzen und uns da sitzen und uns ansehen und sagen, es ist nicht erstaunlich, dass unsere Kinder viel besser geworden sind, als wir sie erzogen haben. At the same time, even though I regret I didn't spend more time with my children, really, at the same time, I was always there for them. Und obwohl ich es auf der einen Seite sehr bedauere, dass ich nicht mehr Zeit für meine Kinder hatte, war es doch so, dass ich immer für sie da war. And my wife was very, very good, very kind. But I said to her, I'm only 45 seconds away from you in the seminary. If you ever need me at home during the day, you just call me up and I'll be right there. Und meine Frau ist eine sehr gute Frau. Sie hat sich wirklich sehr liebevoll um alles gekümmert. Und es war so, dass ich ihr gesagt habe, wenn es zu Hause irgendwelche Probleme gibt, ich bin 45 Sekunden weg von dir, nebenan im Seminar und du kannst mich einfach rufen. So I tell seminary students now, you have to know your own wife as well as you rear your children. Und ich sage heute den theologischen Studenten, ihr müsst eure eigenen Frauen genauso gut kennen wie eure Kinder. Most wives could not have taken the busy schedule that I had. I would have to spend more time with the family. Viele Frauen wären mit diesen Anforderungen, die an mich herangetragen waren, nicht fertig geworden. Ich hätte mehr Zeit zu Hause zubringen müssen. But both my wife and my children actually realized how important my work was. Und bei mir war es so, dass sowohl meine Frau als auch die Kinder verstanden haben, wie wichtig die Arbeit war, die ich zu tun hatte. And they were all very gracious to me. Und sie waren sehr barmherzig zu mir. So you can see what a wonderful wife I have. Und ihr seht, was ich für ein herrliches Leben habe. She's a gem. She's a gem. Eine wunderbare Ehefrau. He was a great daddy. I'm mixed up wife and life, so sorry for that. Also ihr seht, was ich für eine fantastische Frau habe. I call her the WMWW, the world's most wonderful woman. Ja, ich nenne sie die weltbeste Frau. And I call him the BMW, the best man in the world. Und ich nenne ihn BMW, den besten Mann der Welt. Ja, kommen wir zurück zum Buch. Mary. Du sprichst in dem Buch Lehre sie zu arbeiten über natürliche Konsequenzen bei Gehorsam und bei Ungehorsam. Also let's come back to the book. Mary, you say in the book, teach them to work. You talk about natural consequences for obedience and disobedience. Would you explain what you mean by that? Yes, that the punishment has to fit the crime. Also die Bestrafung muss zu dem Verbrechen passen. So if a little kid is throwing his food all over the floor, Also wenn das Kind Essen auf den Boden wirft, then let him help clean it up. dann lass das Kind helfen, dass es das mit aufräumt. If your child leaves their toys out and they were supposed to put them away, Wenn das Kind die Spielsachen nicht aufgeräumt hat und es hatte sie aufräumen sollen, maybe just take those toys away from them for a few days. dann nimm diese Sachen vielleicht, die Spielsachen vielleicht für ein paar Tage weg vom Kind. If you're a teenager or whatever age, if they're supposed to put their dirty clothes in the hamper, Wenn sie als Teenager ihre schmutzige Kleidung in den Wäschekorb tun sollen and they don't, then those clothes just simply don't get washed. und sie tun es nicht, dann wasche erstmal diese Kleidung nicht. And that might be a real emergency if your teenage daughter needs those clothes. Ja, das kann dann vielleicht mal einen kleinen Notfall ergeben, wenn deine Tochter dann wirklich diese Kleidung braucht, But that's a natural consequence. aber das ist eine Konsequenz davon. If they're in the habit of not doing their homework, don't cover for them. Und wenn sie ihre Hausaufgaben nicht machen sollen, dann mach du sie nicht für sie. Let them
bear the consequences that the teacher gives to them. Dann sollen sie auch die Konsequenzen in der Schule dann merken, die der Lehrer ihnen sagen wird. If you tell your child, okay, you got to clean your room by Friday night, otherwise you can't go out with your friends. Und wenn du zu deinem Kind sagst, du sollst dann bis Freitagabend auch dein Zimmer aufräumen If they don't, then you stick to the rules. und sonst kannst du deine Freunde nicht treffen, dann halte dich auch an diese Regeln, die du gesetzt hast. So let them know what the consequences are, and the natural consequences will follow. Und lass sie also so erfahren, was die Folgen sind und die natürlichen Folgen, Konsequenzen, die sollen folgen. And stress with them that it's not you putting it on them, that they chose those consequences by their behavior. Und betone, dass du es nicht bist, die diese Folgen auf sie bringt, sondern dass es einfach natürliche Folgen sind. Joel, wie hast du Kinder zum Gehorsam ermutigt? Welche Rolle spielen Emotionen bei unserer Reaktion auf Ungehorsam? So Joel, how did you encourage children to obey? And what role do emotions play in our response to disobedience? I think one important principle we try to instill in our children is that as parents, the children are loaned to us, and they belong to God as His creation, and we're to raise Him the way He would want us to raise them. Ein grundlegendes Prinzip, das wir als Eltern verstehen müssen, ist, dass Kinder uns sozusagen von Gott geliehen sind und dass wir die Kinder so erziehen sollen, wie Gott sie selbst erziehen würde. So just as we, mommy and daddy, are to obey God, and disobedience is a very, very bad sin, children. Und So you are to obey your mom and your dad, because we are standing in God's place to bring you up in the fear of the Lord. so wie wir, Mama und Papa, Gott gehorsam sein müssen und wenn wir Gott ungehorsam sind, das eine ganz, ganz ernste Sünde ist, so müsst ihr Kinder es lernen, uns, Mama und Papa, gehorsam zu sein, denn wir sind hier als Repräsentanten Gottes für euch. And then we had this little formula. Und dann hatten wir diese Regel. You must obey sweetly, immediately, and cheerfully. Ihr müsst gehorsam sein, gerne, gleich und ganz. Because children can obey technically, but do it resentfully. Denn es kann sein, dass Kinder so, äußerlich gehorsam sind, aber es innerlich eigentlich nicht gerne wollen. They can obey with their feet, but not with their heart. Die gehorchen mit ihren Füßen, aber nicht mit dem Herzen. And what you want to do in parenting all the time is you want to shepherd a child's heart as well as the feet and the hands, but especially the heart. You're aiming for the heart. Aber was du als Eltern oder was ihr als Eltern immer gerne tun möchtet oder solltet, ist, dass ihr das Herz des Kindes anleitet wie ein Hirte und nicht nur die äußeren Verhaltensweisen von Händen und Füßen. So you try to instill the principle, honor your father and your mother. Und du versuchst dieses Prinzip ganz tief in sie hineinzulegen. Ehre deinen Vater und deine Mutter. And part of honoring them is to esteem them, yes, but also to obey them. Und Teil davon ist, dass man sie wertschätzt, aber nicht nur das, sondern auch, dass man ihnen gehorcht. So the second question was, what role do emotions play when they disobey? Und der zweite Teil der Frage ging dahin, welche Rolle spielen dabei Emotionen, wenn sie ungehorsam sind? Well, the first thing is you can never discipline your children when you're angry. Als allererstes müssen wir sagen, du kannst deine Kinder nie zurechtweisen, wenn du zornig bist. Then, as Ephesians 6 verse 4 says, we will be provoking our children to wrath. Dann passiert das, was in Epheser 6, Vers 4 steht, dass wir unsere Kinder zum Zorn reizen. Anger always produces resentment, bitterness, and more anger.
Zorn führt immer zu einer Verhärtung und Bitterkeit und noch mehr Zorn. So sometimes you just might have to say to your child, we will talk about your punishment for your disobedience in a little while. Und da kann es passieren, dass du zu deinem Kind ab und zu sagen musst, wir müssen über die Bestrafung für deinen Ungehorsam reden, aber ich muss mir etwas Zeit nehmen dafür. And we may have to calm down Und wir müssen vielleicht selbst erstmal etwas runterkommen. and then go back and administer discipline when we feel love instead of anger. Und dass wir dann, wenn wir emotional wieder Liebe empfinden und nicht zornig sind, wieder auf sie zukommen und sie dann bestrafen. Now, that does not mean, however, that there aren't times when you discipline your child with a very earnest voice. Earnestness can be administered without anger. Und das bedeutet nicht, dass es schon auch Momente gibt, wo man sehr ernst und streng mit den Kindern reden muss. Und das kann man auch tun, ohne ärgerlich zu sein. Let me give you an example. Ich mache mal ein Beispiel. Son, how many times do I need to tell you to stop teasing your sister in a cruel way? Mein Sohn, wie oft muss ich es dir sagen, dass du damit aufhören sollst, deine Schwester so grausam zu ärgern? I said that looking right into his eyes. Und ich sage ihm das und schaue ihm direkt in die Augen. Was I angry? War ich deshalb zornig? Not really, Nicht wirklich, but I was earnest. aber ich war sehr ernst. This needs to stop. Das muss aufhören. But if I had said this, I am so sick and tired of you cruelly teasing your sister. This is ridiculous. Aber wenn ich sage, ich bin so wütend auf dich, weil du ständig deine Schwester ärgerst, das ist irgendwo furchtbar. Now get out of here and go to your room. Verschwinde, geh in dein Zimmer. How's he going to feel? Wie geht's dem Kind damit? He's going to be angry. Er wird zornig sein. He's going to be self-defensive. Er wird sich selbst verteidigen. So we as parents have to model self-control. So, wir müssen als Eltern Selbstbeherrschung vorleben. But that doesn't mean we become stoics and robots. Aber das bedeutet nicht, dass wir stoische Roboter werden. We don't say it this way. Wir sagen das nicht so. Son, how many times do I have to tell you that you shouldn't cruelly tease your sister? Sohn, wie oft muss ich dir sagen, dass du deine Schwester nicht so grausam behandeln sollst? Your son would say, my dad doesn't even mean it. Und dann sagen die, Papa meint es hier überhaupt nicht ernst. And one more quick thing. One more quick thing. Und noch kurz etwas. You, as a dad, need to always protect your wife. Du musst als Papa immer deine Frau beschützen. Your wife is around your children more than you are. Deine Frau hat mehr mit den Kindern zu tun als du. And children can kind of start to talk back to their mother easier than to their father. Und die Kinder wagen es häufig leichter, der Mutter zu widersprechen als dem Vater. So you need to make very clear with your children, you don't mess around by disobeying your mother. Und du musst es deinen Kindern sehr deutlich und klar machen. Du kannst nicht hier anfangen, deiner Mutter ungehorsam zu sein. Don't you ever dare to dishonor your mother who does so much for you. Und wage es nicht, deine Mutter zu entehren, die so viel für dich tut. My dad used to always say to us, Mein Papa hat uns immer gesagt, no matter how much you do for your mother, you can never pay her back for everything she does for you. egal wie viel ihr für eure Mutter tut, ihr könnt es niemals zurückbezahlen, was sie alles für euch getan hat. And I would tell our children that. Und das würde ich auch meinen Kindern sagen. Always, always love your mother. Immer, immer, immer wieder liebe deine Mutter. So when they do not treat their mother rightly, Und wenn sie ihre Mutter nicht recht behandeln, your children know this is a very, very serious sin in the eyes of Almighty God.
dann wissen deine Kinder, das ist eine sehr, sehr ernste Sünde in den Augen des allmächtigen Gottes. And in your eyes, as their father. Und für euch als Väter gilt. So it will be severely punished. Und deshalb wird solch eine Sünde auch ernsthaft bestraft. Okay. Danke. Mary, in welchem Alter und wie können wir den Kindern diese beiden Aspekte der Arbeit beibringen, die du in deinem Buch erwähnt hast? Arbeit, die entlohnt wird und Arbeit, für die wir keine Gegenleistung erwarten, sondern die wir vielleicht als Dienst begreifen sollen. So Mary, at what age can we teach the children these two aspects of work you mentioned in your book? Work that is rewarded and work for which we do not expect anything in return because we do it as a service. Yes, I really feel that both types of work should be some where they don't get paid and some work where they do get paid. Also ich denke, es gibt diese zwei Sorten von Arbeit. Manches, für die wir die Kinder bezahlen oder manches, für die sie nicht bezahlt werden. The work that they don't get paid for is the work that the family does all together. Wofür sie nicht bezahlt werden, ist die Arbeit, die wir als Familie zusammentun. It's cooking and cleaning. Kochen und putzen. And doing things around the house, everything that it takes to run a household. Dinge, die wir rund um das Haus tun und die einfach zum Haushalt dazugehören. And introduce those tasks at whatever age they're able to help out at them. Und wann immer, in welchem Alter sie auch beginnen können, dann sollen wir auch versuchen, sie damit dran teilhaben zu lassen. And that's all a very gradual process. Und das ist ein wachsender Prozess. And the reward for them is a warm meal, a nice bed, a roof over their head. Und die Belohnung, die sie bekommen, ist ein warmes Essen und ein Haus unterm Dach und ein warmes Bett. It's a loving home. Ein liebevolles Zuhause. So what they're learning there is how to serve each other. Sie lernen also, wie sie einander dienen können. But then I also believe it's important to have jobs that they're paid for. Ich denke aber auch, es ist wichtig, dass sie Arbeiten haben, für die sie bezahlt werden. And the reason is that they have their own money at a young age so that they, under your guidance, they can learn how to handle money. Und so das Ziel ist, dass sie so auch lernen, mit Geld umzugehen und dass sie so auch weise im Umgang mit Geld werden. And this might be a big job, like raking the leaves in the fall. Und das können große Aufgaben sein, so wie zum Beispiel das ganze Laub im Herbst wegzufegen. Or some deep cleaning jobs where the whole family works together and it's a once-a-year job. Oder ganz gründliche Putzarbeiten, die man nur einmal im Jahr macht und die ganz ausführlich sind. And I think it's good to pay them for those jobs. Und ich denke, es ist gut, sie auch für so etwas zu bezahlen. In our area, our kids could get a job at 9 years old of delivering a newspaper once a week. In unserer Gegend ist es so, dass Kinder auch schon ab 9 Jahren gegen ein kleines Entgelt auch eben Zeitung austragen können. So they earn some money that way. Und so haben unsere Kinder auch Geld sich etwas verdient. And then I think it's good to have extra jobs that you pay them also for. Und es gibt dann auch noch so Expertendienste, Arbeiten, die sie tun können, für die du sie auch bezahlst. Our son was a businessman from the day he was born, I think. Unser Sohn war schon, seitdem er geboren war, ein Geschäftsmann. So he didn't think I paid him enough for those extra jobs, so he decided not to do them. Und mein Sohn hat immer gedacht, ich bezahle ihn nicht genug für diese extra Jobs und er wollte sie nicht tun. And looking back, I think he was a little bit right. Und manchmal, wenn ich zurückblicke, dann denke ich sogar, er hatte ein wenig recht. You finally admitted it. Yeah. But I also wish I had required him to do some of those extra jobs. Und ich wünsche auch, ich hätte ihm mehr solche extra Jobs gegeben. But then once a month or so, we'd take all their money, cash their checks, and get a pile of cash on the table. Und einmal im Monat, da sammeln wir all das Geld zusammen, das sie verdient haben und haben einen Haufen auf dem Tisch. And we had a little notebook that we divided that money up in. Und wir haben in ein Buch die ganzen Einnahmen aufgeschrieben. 10% was tithing right off the bat. Und 10% war immer der Zehnte für Gott. But then they could choose what to give that money to.
Und sie durften aber mitentscheiden, wofür wird dieses Geld verwendet. And they put their own money that they earned into the collection plate at church. Und sie haben auch das Geld, was sie selber verdient haben, auch in die Kollekte in der Gemeinde getan. And I think that's a very important thing. Ich denke auch, das ist eine sehr wichtige Sache. And then 35% went into the bank, and it stayed there until they either went to college or got married. Und 35% haben sie immer gespart und das ging dann auf die Bank, damit sie für ihre College-Ausbildung, die man in den USA bezahlen muss, dann auch dafür sparen konnten. And 35% they could spend. Und 35% konnten sie selber ausgeben. And they put a lot of thought into what they would spend it on. Und da haben sie natürlich viel drüber nachgedacht, was mache ich mit meinem eigenen Geld. And then the remaining 10% kind of varied. It was clothes or always some for books. 5% for books, always. And I would take them over to the bookstore, and we'd get down on the floor after the bookstore was closed, and we'd have an hour, 2 hours picking out books. It was wonderful. Also 5% dessen, was die Kinder verdient haben, haben sie immer in Bücher investiert, und nachdem Joel ja auch den Buchladen da so ein bisschen beaufsichtigt hat, sind sie nach Ladenschluss da hinein und waren stundenlang da drin beschäftigt, sich all die Bücher anzusehen und die richtigen auszusuchen. So when one of our daughters was a teenager, she said to me one day, Meine Tochter, als sie ein Teenager war, sagte eines Tages zu mir: how come when I go over to all my friends' house, they don't have a bookcase full of books next to their bed, but all of us do? Wie kommt es, dass wenn ich meine Freunde besuche, sie gar kein Buchregal haben, das voller Bücher ist? Bei uns hat das jeder. So it's amazing what 5% can do over a long period of time. Your children can actually develop their own library, and you work in them a love for good, sound biblical literature. Und es ist erstaunlich, was man mit 5% erreichen kann. Ihr Kinder könnt hier schon eure eigene Bibliothek anlegen, und es ist wirklich kaum zu glauben, wie viel man da im Lauf der Zeit an Büchern ansammelt. One little thing to add, I think as a family, it's good to do service work in your community or in your church. Ich möchte noch hinzufügen, es ist auch wichtig, dass ihr als Familie auch ehrenamtliche Dienste in der Gemeinde oder auch im Ort einfach mit übernehmt und da aktiv seid. It's a way to love our neighbor, So können wir unsere Nächsten lieben, and they get a deep, deep joy that comes with serving someone who can't pay them back. und so bekommen sie eine wirklich tiefe Freude darin, auch anderen zu dienen und sich daran zu freuen. And if you instill that in them as a child, that will carry with them through adulthood. Und wenn du schon versuchst, das in ihnen als Kind zu wecken, dann wird das sich fortsetzen bis in ihr Erwachsenenleben. Ja, danke auch für diesen reichen Eindrücke. Thank you for these rich insights. Du sprichst auch immer wieder vom Segen Gottes in deinem Buch. Was sind greifbare und nicht greifbare Segnungen der Arbeit? So you always keep on talking about God's blessing in this book. But what are tangible and intangible blessings of work? The tangible things are like money and just seeing the job done. Greifbare Dinge sind wie Geld, das man bekommt, oder auch eine Arbeit, die man erledigt hat. The skills that you learn, Die Fähigkeiten, die du dabei erlernst. independence, being independent. Okay, dass man unabhängig wird. And the intangible things are a sense of accomplishment, Und nicht greifbare Dinge sind, dass man einen Sinn dafür bekommt, wie man etwas erfüllt hat oder wie man etwas vollendet hat. the joy that comes with doing a good job, Die Freude, die man dadurch auch bekommt, dass man eine gute Arbeit tut. a sense of fulfillment, Ein Sinn von Erfüllung. learning how to overcome obstacles, Auch, dass man lernt, wie man Schwierigkeiten und Widerstände überwindet. just having that fortitude alone is something that's so valuable as an adult, learning to overcome obstacles. Das ist wirklich etwas sehr Wichtiges, was wir auch bis ins Erwachsenenleben gelernt haben müssen, Widerstände zu überwinden.
And you have a sense of worthwhileness when you do a job. Und du hast auch selber einen Wert, eine Vorstellung, dass du wertvoll bist, dass du etwas Gutes getan hast. And children have that too, even though they might not be able to explain it. Wenn Kinder das denken, dann können sie es vielleicht nicht ausdrücken. And joy is a very important one. Freude ist wirklich sehr wichtig. Of the people that I've spoken to that have implemented these principles and taught their kids to work, even in spite of their resistance, the kids are happy. Also von den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die auch mir mitgeholfen haben, wenn ich da gefragt habe, wie es ist bei den Kindern, wenn sie Widerstände überwunden haben, dann ist es immer gut und ein Erfolgserlebnis, dass sie die überwunden haben. Und das ist eine gute Folge. Ja, wir kommen jetzt langsam zum Ende unserer Zeit, deswegen überspringe ich ein paar Fragen. We come to a close of our interview. I skipped some of those questions prepared. Mary, welche Erfahrungen habt ihr mit dem Buch Lehre sie zu arbeiten gemacht? Wie reagieren insbesondere Eltern mit kleineren Kindern auf das Buch? So Mary, what experience have you made with the book Teach Them to Work, and how do parents react, especially those with younger children? Yes, for some, it's been kind of a wake-up call. Für einige war das wirklich ein Weckruf. Ja. I'm not sure what the culture is here in Germany, Ich bin nicht ganz sicher, wie hier die Kultur in Deutschland ist, but in America we have something called gentle parenting. aber in den Staaten haben wir etwas, das nennt sich freundliches Elternsein. And I do believe in being gentle with our kids. Und ich denke auch, wir sollten freundlich sein mit unseren Kindern. But this gentle parenting is not making their children do anything that they don't want to do. Aber diese Bewegung denkt, wir sollten unsere Kinder nicht dazu bewegen, etwas zu tun, was sie nicht wollen. They don't want to say no to their children. Sie wollen nicht Nein sagen zu ihren Kindern. But I think part of one thing we have to instill in our children, and I think this comes through in the book, Aber ich denke, etwas, was wir in unseren Kindern bewirken sollten, und das kommt auch in meinem Buch heraus, is that we all have to learn how to do things that we don't want to do. ist, dass wir alle lernen sollten, wie wir Dinge tun, die wir eigentlich nicht tun wollen. As adults, hopefully we've all come to that place. Als Erwachsene haben wir das hoffentlich alle gelernt. Everybody, even if they have a dream job, there's still parts of it that they probably don't enjoy. Auch wenn wir vielleicht unseren Traumjob haben, gibt es immer noch Dinge, die wir vielleicht nicht so gerne daran mögen. So if we protect our kids from doing things they don't want to do, then they're not becoming mature. Wenn wir unsere Kinder eben immer davor bewahren, dass sie die Sachen nicht tun müssen, die sie nicht wollen, dann verhindern wir, dass sie wirklich reif werden. So I've talked to people about the gist of my book, and some of them look at me with, they freeze and they have this wide-eyed look, and they say, I think I need that book. Manche, die jetzt dieses Buch von mir kennengelernt haben und gelesen haben, die bekommen wirklich große Augen und erstarren erstmal, weil sie wirklich merken, oh, ich brauche dieses Buch, ich muss das lernen. Because they have teenagers who are not learning to work. Sie haben vielleicht Teenager, die nicht gelernt haben, mitzuarbeiten. So it's not too late if you have teenagers who aren't working. Es ist noch nicht für dich zu spät, wenn du Teenagerkinder hast, die noch nicht gelernt haben zu arbeiten. It may be harder, but it's still possible. Es mag hart sein, aber es ist möglich. And it's also one encouragement. Eine Ermutigung. If you might have a child that resists work, Wenn du ein Kind hast, das sich der Arbeit widersetzt, but if you persevere, dann halte durch. you might be very surprised when they get out there in the working world that they're a very good worker. Dann wirst du vielleicht später erstaunt sein, wie gute Arbeiter sie einmal sein werden, wenn sie wirklich in die Arbeitswelt kommen. When they were not at home. Obwohl sie zu Hause nicht gut drin waren. So be encouraged. Sei ermutigt. And the other thing is what I just spoke about, that if you persevere and your kids do learn how to work and do get through the resistance, they will have joy. Und sei wirklich ausdauernd, und auch wenn deine Kinder mal
sich widersetzen. Sie werden schließlich Freude daran haben. Ja, ich denke, dieses Thema ist auch sehr wichtig für unsere Kultur. I'm convinced that this topic is also important for our culture. Ja, wir hören in diesen Tagen auch immer wieder von jungen Leuten, die nicht gelernt haben zu arbeiten zu Hause. We hear here and there about people who have not learned to work at home. Ja, und deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir jetzt dieses neue Buch haben. Und wir danken euch, dass ihr hier wart und mit uns diese Erfahrungen geteilt habt, diese Bücher mit uns teilt und uns bereichert. And this is why we are very thankful for this new book and that you shared your experience with us. Ja, und an euch alle, vergesst nicht, euch umzuschauen nach guten Büchern. Wir haben gehört, auch selbst Kinder können schon Bücher kaufen. Wir haben viele oben. Kauft vielleicht eins mehr, verschenkt es euren Freunden und empfiehlt es gerne weiter, wenn ihr schon einen Gewinn daraus hattet. Und ja, durch Bücher können wir von dem profitieren, was andere aus der Schrift gelernt haben. Und wir können lernen, unsere Familien besser zu führen. Wir können geistlich wachsen, auch durch Bücher. Das muss ich gar nicht übersetzen, aber ich ergänze das mal. Wir waren heute oben, meine Frau und ich, in diesem Buchraum und wir hatten vor ungefähr 20, 25 Jahren mal eine Liste geschrieben mit guten Büchern, die auch reformierte Theologie enthalten, auf Deutsch. Da war man nach so einer DIN A4-Seite spätestens fertig. Das war wirklich überschaubar, was da möglich war. Heute, auch dank Voice of Hope und anderer guter Verlage, sind so viele Bücher, die kannst du kaum alle lesen. Ja? Es ist eine Gebetserhörung. Wir hatten jede Woche in unserer Gemeinde dafür gebetet, dass in Deutschland noch bessere Literatur da ist, gute Literatur übersetzt wird. Bücher, die euch auch helfen, auch gerade in der Erziehung. Wichtige Fragen. Und das ist hier auch ein Buch, da gibt es auch kein anderes, das dieses Thema behandelt. Auch nicht auf Deutsch, auch nicht auf Englisch. Ist eigentlich auch ein sehr besonderes Buch. Und andere Bücher, die ihr heute haben könnt, gerade als Eltern. Es ist fantastisch, was der Herr da im letzten Vierteljahrhundert auch getan hat und welche eine Fülle an wirklich fantastisch guten, hilfreichen, bibeltreuen Büchern da auch erhältlich ist. Vielen Dank jetzt mal an Voice of Hope an dieser Stelle, aber auch an die anderen Verlage, die da oben sind. Das sind alles Bücher, die könnt ihr mitnehmen und benutzen und lesen und darauf vertrauen, dass sie gut sind. Und ich habe gesehen, manche Stapel waren auch schon weg. Also, ich bin kein Buchhändler, aber ich würde euch raten, geht da hoch, da gibt es nicht mehr alles. Yeah, I just want to say publicly, thanks so much to Voice of Hope for translating my wife's book. Thank you. Wir wollen uns auch hier nochmal öffentlich bei Voice of Hope bedanken, dass Sie auch einige Bücher von uns übersetzt haben. Vielen Dank. Ich ergänze das nochmal. Das eine Buch, das vorgestellt wurde über wie heißt es, diese Leitfaden für Familienandacht. Ich habe das schon zweimal gelesen und ich habe auch die Reformation Heritage Study Bible, wo das drin ist, nochmal gelesen. Also es ist wirklich gut und ich habe alle möglichen dieser guten christlichen Verlage immer gesagt, hier wollt ihr mal ein gutes Buch übersetzen? Und dann sage ich zu Sam, hier wollt ihr mal ein gutes Buch übersetzen? So, machen wir schon. Ja, also, wirklich wärmste Empfehlung, es ist richtig, richtig gut, eine ganz, ganz große Hilfe. Auch da vielen Dank, dass ihr euch an dieses Projekt ranwagt. Ja, es ist wirklich ein großes Projekt. Da brauchen wir auch Gottes Segen dafür und bitten auch um eure Unterstützung da. Und jetzt zum Schluss möchten wir euch, Joel und Mary, auch nochmal danken, da ihr auch schon gleich aufbrechen müsst. And at this point, we want to say thank you to you, Joel and Mary. We know that you have to leave after this session. Ja, wir möchten euch gleich ein... There was a long lineup for us to sign books, so we can do that. We can do that right now at the beginning of the break for a little while. Wer nochmal ein Buch signiert haben möchte, da gab es noch einige, das wollen Sie gerne noch tun. Das wird dann am Anfang der Pause jetzt dann noch geschehen. Ja, danke euch auch dafür. Wir wollen euch gleich ein Geschenk überreichen. We want to give you a present. Ich habe schon zu Beginn erwähnt, dass Gott hier in der Gegend vor ca. 200 Jahren eine Erweckung schenkte.
I mentioned at the beginning that there was a revival here in this area about 200 years ago. Zu der Zeit wirkten hier zum Beispiel die bekannten reformierten Prediger Krummacher und etwas später auch Kohlbrügge, von denen wir als Verlag Voice of Hope vor einigen Jahren auch Bücher neu herausgegeben haben. So there were men like Krummacher and Kohlbrügge. We republished some of these books in the past as Voice of Hope. Ja, wir haben hier ein Päckchen, das enthält das Buch Christ and His People mit Auszügen einer übersetzten Predigtreihe von Friedrich Wilhelm Krummacher. We have a parcel for you with an excerpt from a translated sermon, Christ and His People. And it's an excerpt from Friedrich Wilhelm Krummacher's sermons. Ja, in diesem Buch durchläuft er das Leben Christi, um dabei die wichtigsten Glaubenslehren zusammenzustellen. In this book he collects the most important teachings about Christ and his work. Es handelt von der großen Erlösung, die Christus für sein Volk erwirkt hat und welche Auswirkungen sie auf seine Gemeinde hat. It's about the great salvation Christ brought to his people and what influence that had for his church. Ja, in seiner Gnade gebrauchte Gott auch die Predigten von Krummacher, um unzählige Menschen hier im Wuppertal und auch darüber hinaus mit dem kraftvollen Evangelium zu erreichen und auch zu erretten. And God in His grace used many of those sermons of the Krummachers here in this area and in this valley to convert people, to draw them to Christ. Yes. Do you have The Suffering Savior by F.W. Krummacher in German? Most probably. Haben wir dieses Buch, der leidende Christus von Krummacher auf Deutsch? Also wahrscheinlich nicht wieder aufgelegt. Ja, also im Ganzen. It is a wonderful book. Es ist ein herrliches Buch. Yeah, and when I was a soldier in the army, that book was my companion for 2 weeks summer camp. And God used it richly in my life to show me what Christ had done for me. That's a great book. Als ich beim Militärdienst war, hat mich dieses Buch begleitet und es war ein guter Begleiter für 2 Wochen im Sommerlager. Ja. Yes. Very special.